10 verführerische Düfte für die kalten Monate habe ich heute für euch. Yes, jetzt ist es langsam kalt, frisch, eklig, nass. Ja, wann kommt der Schnee? Kommt er überhaupt? Aber 10 verführerische Düfte für die kalten Monate möchte ich euch heute mal vorstellen. Mein Name ist Dennis, also bleibt dran. Und wir fangen ja gleich mit den ersten an. Yes, und zwar ist es Job Wow. Yes, Job Wow, das Original. Hier haben wir eine schöne, ich finde, würzige, pfeffrige Zimtnote. Ich sage auch gern das, was ich rieche, nicht was unbedingt drin ist, weil jede Nase riecht auch immer was anderes. Wenn ich das so bei anderen getestet habe, denke ich immer, alter Schwede, was riecht ihr dort? Ja, und ich muss sagen, es ist aber wirklich so, weil jeder riecht es eben anders. Und das ist auch in Ordnung so. Es ist ja auch gar nicht schlimm. Und hier haben wir für mich was würzig, pfeffriges, leicht bisschen vanillig, aber Hauptsache weihnachtlich und passt einfach zur kalten Jahreszeit. Und ganz ehrlich, ein preislich absolut bester Duft von Job, weil 125 sind das oder 120 ml bekommt ihr schon für, ich glaube, 19 Euro, 15 Euro. Absolut genial. Das Einzige, was nicht so gut ist, ist der Deckel hier. Aber gut, wen interessiert das? Sonst ein richtig schön nicer, würziger Duft. So, der zweite ist der Angel Share, aber Paradis. Ja, das ist hier im Endeffekt auch Zimt, würzig, weihnachtlich schon, aber noch nicht so wie beim Original. Hier kommt noch eine schöne Himbeer-Likör-Note hinzu. Ja, sehr schönes Teil. Ein bisschen holzig auch, passt der Deckel nämlich dazu, also schon gut gemacht. Während wir hier beim Original Angel Share haben wir, wie soll ich sagen, ihr merkt da mehr weihnachtlich. Das ist mehr süßer, ist auch süß, ne? Aber mehr Süße, mehr Zimt, mehr würzig und das war's dann. Und hier merkt man wirklich die Himbeere, aber jetzt nicht abgeschreckt sein, oh Gott, wieder Himbeere. Nein, natürlich nicht. Das, also nicht so wie bei Ombre Nomad und wie sie alle heißen. Nein, hier haben wir eine schöne Likörnote, süßliche Himbeernote, die richtig gut mitschwingt. Und ich sage euch eins, nochmal, ich werde da demnächst nochmal ein Video zu machen, weil es langsam pervers ist. Ich habe den aus einer Probe gerochen. Der roch komplett anders. Und deswegen aus dem Flakon mal sprühen und er merkt ihr, wie gut der ist. Weil die Himbeernote war bei einer Probe und es war keine, die abgelaufen ist, gleich vorweg. Aber es war eine Abfüllung. Da war die Himbeernote war säuerlich, was ich hier null habe. Schönes Teil auf jeden Fall, ja. Dann kommt ein teurer Duft, aber für mich ist es, ja, er passt einfach. Nishane mit Nefs. Für mich ist es der beste von der Marke und ich glaube, das wird auch nicht mehr getoppt. 3 Sprüher, eigentlich bin ich Oversprayer, ich mache natürlich auch mehr bei denen, aber es reichen 2 Sprüher und ihr geht den ganzen Tag mit Safran durch den Tag. Schönes Teil, Safran, würzig, leichte Schärfe auch. Ein absolutes, ich muss schon sagen, es ist ein Meisterwerk. Ein Meisterwerk, wirklich. Das ist eine 10, glaube ich. Eine 10 habe ich den gegeben. Ist top. Das ist, also wenn man es gibt ja viele Safrandüfte, aber wenn ihr so einen heiligen Gral Safranduft haben wollt, ist der Nefs schon bombastisch gut. So, jetzt kommen wir wieder zum Guerlain. Habit Rouge, das Parfüm. Ja. Hier haben wir natürlich die Habit Rouge DNA, aber wir haben eben auch das Pudrige, sehr pudrig, aber eine leichte Busi-Note im Background, schöne Vanille, ein bisschen stärkere Vanille, nicht mehr ganz so oldschool, was ja positiv allerdings ist, einer der geilsten, schönsten Düfte, die es überhaupt gibt. Und das Ding ist, das könnte übrigens locker Nische sein. Daran sieht man wieder mehr Designer nicht aber das ist hier so geisteskrank gut. Überhaupt die Habit Rouge, die Reihe. Und ich habe ja fast alle, glaube ich. Und auf jeden Fall, hier haben wir noch eine schöne busige, alkoholische Note. Ich glaube Rum, Whisky, ich weiß gar nicht. Ich glaube Rum müsste das sein oder Whisky, also Cognac. Auf jeden Fall eine schöne alkoholische Note. Schönes Teil, die Parfüm-Variante von Habit Rouge von Guerlain, wie ich immer so schön sage. So, und dann kommt
Parfüms de Marley, aber es ist der Habdan. Ja, jetzt hätten vielleicht viele erwartet, in Herod, Orjan. Nein, es ist Habdan. Und ich habe das extra gemacht, weil auch hier haben wir was würzig mit Safran, aber arabisch, kühl, ledrig, ein bisschen im Background, die Würzigkeit, absolut Maskulinität von allerfeinsten, schöner Männerduft, der wirklich sexy ist. Und der passt einfach hier rein. Und deswegen habe ich ihn genommen. Weil auch erstens ist der Habdan immer unter dem Radar. Man redet immer von Orja, man redet immer von anderen, aber nicht von diesem guten Habdan. Der, glaube ich, auch jetzt, weiß ich gar nicht mehr, ob es Deutsch gibt, den glaube ich, auch in matt schwarz. Glaube ich, das ist ja diesen goldenen, das gibt's alles nicht mehr. Das wurde jetzt, glaube ich, geändert. Aber verbessert mich bitte, schreibt mal in die Kommentare. Ich glaube, beim Habdan wurde das auch in komplett, ich glaube, wie der Carly. Das sieht dann nur noch so aus, ne? Ja, genau. So schaut es aus. Sehr geiler Duft. So, jetzt kommt zu einem Duft, den habe ich noch nicht vorgestellt, noch nie. Und das ist der Tango. Nicht Tango und Cash, übrigens ein guter Film, Tango und Cash. Also wenn ihr den kennt, schreibt mal runter, ich finde Tango und Cash, aber hier Tango, geil. Also das ist auch für mich fast ein Meisterwerk. Erstmal geiler Flakon und dann haben wir eine balsamische Rose mit Weihrauch und untermalt. Absolut genial, lecker. Absolutes Brett. Richtig sexy, verführerisch. Passt perfekt jetzt. Oder auch zu dem Video hier. Richtig nice. Tango. Ich weiß überhaupt nicht, ob den überhaupt jemand vorgestellt hat. Aber ist auch egal. Aber Tango. Ich muss schon sagen, also das sind auch nur 30 ml. Aber Leute, das reicht komplett. Es ist herrlich, dieses balsamische, ich mag das ja, ne, dieses balsamische, verführerische, leicht rosenartige, aber hier nicht dieses übliche Haarspray-Rose oder das alles, nein, 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 das nicht. Schönes Teil, solltet ihr auf dem Schirm haben, Tango, und wenn ihr euch wie Nicolas Cage, ist natürlich absoluter Quatsch, wie Kurt Russell in Tango und Cash fühlt, dann tragt ihr Tango. So, der nächste, ja, Yves Saint Laurent mit Baby Cat. Ja, ich habe Baby Cat nochmal rausgeholt. Natürlich muss ich Baby Cat jetzt hier rausholen. Schöne, tiefe Vanille. Auch hier schon eine trockene, pudrige Vanille. Ohne Iris, glaube ich, drin. Aber schön pudrig, süßlich. Richtig nices Teil. Schönes Teil. Müsst ihr haben. Yves Saint Laurent. Das ist einer meiner Lieblingsnamen. Es ist einfach geil auszusprechen. Es ist geil. Es ist geil. Ja, schönes Teil. Aber was soll ich zu Baby Cat noch sagen? Mann, einer der besten Vanilledüfte mit Magnetverschluss. Schönes Teil. Also tiefe Vanille, also richtig süße, tiefe Vanille. Schon ein bisschen geröstete Vanille in meiner Nase. Macht Spaß, den zu tragen. So, und jetzt kommt der Gegenpol, die Konkurrenz, die ich noch ein bisschen geiler finde tatsächlich, der neue Shalimar. Ja, weil die Vanille einfach nochmal, das ist nochmal alles. Von Guerlain natürlich. Schönes Teil. Vor allen Dingen der neue, ich kenne, also beziehungsweise mein bester Kumpel, der macht Shalimar nicht. Den feiert er. Ich glaube, er wird sich den demnächst holen. Schönes Teil. Hier ist das so ein bisschen mehr in die, naja, Vintage-Version gemacht worden. Nicht ganz, kann man nicht ganz vergleichen. Die Vintage-Version ist noch animalisch und das ist hier fast weggenommen worden, aber eine süße, schöne, cremige, Vanille-Pudding-artige Vanille, die aber trotzdem immer noch absolut verführerisch ist und immer noch trotzdem die geile Shalimar-DNA beinhaltet. Natürlich ohne dieses Animalische. Für mich ist natürlich Shalimar in der Eau de Parfum-Variante absolut ein Brecher. Ne? Oder eben auch in der ganz alten Version. Schönes Teil aber. Müsst ihr haben und ist, glaube ich, nicht limitiert. Ne, ist nicht limitiert. Dann als nächstes Gucci Guilty Elixir. Ja, das muss ich natürlich reinpacken. Ein Beast Mode Duft, wirklich starker Duft. Schöne Orangenblüte, Iris. Erinnert so ein bisschen an Amouage, Reflection Man, nur hier in süß. Also ich sage ja immer, das ist immer die Club-Variante, weil Reflection Man ist für mich so der Heiratsduft, der elegante Duft. Während der ist auch elegant, sexy, geil, aber so mehr Date, so ein bisschen Aufreißerduft. Das ist absolut genial und auch verführerisch warm.
Gucci gilt die. Da kommt ja auch eine neue Version, glaube ich, raus. Ich bin mal gespannt, wie die ist. Und ja, aber muss ich nicht zu sagen, Gucci macht das richtig sexy hier, wirklich. So, und zum guten Schluss kommt Elixir d'Amour. Ja. Und ich habe diese hier so rum, ich habe diese Brand, glaube ich, noch nicht einmal, also habe ich die einmal gezeigt, doch einmal, ich glaube, den habe ich gezeigt. Aber das, ich weiß nicht, ich habe den, wo ich den das erste Mal aufgesprüht habe, habe ich gedacht, okay, aber dann habe ich den noch mal in den Raum gesprüht und bin da reingekommen und habe gedacht, was ist das denn? Also ich brauche ja nicht aufziehen, was hier drin ist. Oud, Rose, was Süßes, Gewürze, Vanille, hier ist alles drin. Und ich habe den dann auch wieder getragen öfters. Und es ist für mich auf jeden Fall auch so 9,5 wirklich top. Ne? Und das sage ich nicht nur, weil hier Werbung steht, nein, es ist wirklich, erst nachhinein, am Anfang habe ich gedacht, der ist ein bisschen lau, ein bisschen langweilig, aber nee. Umso länger der auf ist, umso mehr entfaltet er sich. Das habe ich ja bei vielen Düften und muss sagen, top. Deswegen habe ich ihn mit hier reingenommen. Stark. Starkes Teil, starkes Release, starker Flakon, gut. Muss schon sagen, schöne, gute Marke auch eigentlich. Ne? Ich kenne jetzt nicht alle Düfte, aber die sind gut. Aber auch der hier wirklich, also ich würde den schon fast, also ich habe ja nur die 3, ich würde den, ich glaube, auf 1 setzen. Schönes Teil, ein schönes, gutes Ding. Diese süße Oud, merkt ihr da, ja, ein Background, hier ist alles, also wirklich alles, was ihr haben wollt. Alles. Normalerweise macht das Raja Parfüm sonst immer. Und dann die Süße, so eine richtig geile Vanillesüße. Es ist fast Endstation eigentlich. Ich weiß, ich habe den noch nicht bewertet. Ich bin immer überlegen, 9 oder 9,5 bis oder 10, weil der das irgendwie komplett abrundet. Umso öfters man ihn trägt, ich glaube, ich warte noch mal. Aber eine 9,5 ist es definitiv, weil der ist wirklich gut. Wirklich gut. Das ist kein Bla. Wenn der Scheiße sagen, würde ich es auch sagen, egal was hier steht. Ist einfach so. Aber den kann ich nicht scheiße reden und deswegen passt der hier komplett rein in diese Reihe. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ist so euer Duft, der hier so reinpassen würde noch und wie findet ihr diese Reihe hier? Und da würde ich mal sagen, gehen Grüße raus. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Macht einen Daumen nach oben, liked dieses Video und natürlich folgt meinen Kanal bitte. Nicht vergessen, folgt meinen Kanal. Und dann, ja, denke ich mal, sehen wir uns wieder. Grüße gehen auch raus an meine Mitglieder und dann nachher an alle, die hier immer dabei sind. Schön, dass ihr dabei seid. Seit so vielen Jahren, langer Zeit und so weiter. Also, Freunde, bis zum nächsten Mal.